Ja, willkommen zurück auf meinem Blog. Heute haben wir den 4. Mai und ich laufe gegen die Zeit bzw. gegen das Unwetter oder Wetterwarnung oder was auch immer da kommen mag. Ich möchte einfach die Zeit jetzt nutzen. Ich hatte jetzt am Sonntag ja eine Wanderung, war am Montag nicht so ganz fit, am Dienstag auch nicht so. Und jetzt, heute am Mittwoch, versuche ich mal das Cardio-Training zu machen, beziehungsweise von Polar den Trainingsvorschlag mit kleinen Intervallen. Mal schauen, einfach mal, wie es wird. Mal sehen, ob ich es durchhalte oder das Wetter Strich in die Rechnung macht. Schauen wir mal. Ja, jetzt sehen wir schon die Vorboten kommen. Und ja, die Aussichten sind alles andere als optimal. Ja, schauen wir einfach mal. Wenn nicht, mache ich einfach ein paar Kurzintervalle hier am See und dann war's das. Ja, wir haben auch wieder ganz schlimm Wind heute. Ich hoffe, mit dem Ton ist es dann besser. Ich habe jetzt das erste Intervall gemacht. Ich mache das jetzt tatsächlich ein bisschen nach freier Schnauze, weil ich habe jetzt schon ein paar Tropfen abgekriegt und ich bin ein bisschen schissig, dass ich da jetzt hier noch in ein Gewitter reinkomme, weil es auch eine Gewitterwarnung gibt. Daher werde ich jetzt einfach mal hier auf Gutdünken eine kleine Strecke laufen. Das ist so knapp 400 Meter. Die sprinte ich jetzt hin und her und mache so ein bisschen was für meine V2 Max. Die ist nämlich momentan katastrophal. Ich glaube bei 43 ist die noch oder 42 und da habe ich ja echt massiv verloren seit Corona. Und es ist auch echt nicht so einfach. Also ich habe immer noch Probleme hier ja, Power rauszuholen, muskuläre Themen immer noch, also so ganz 100% fit bin ich auch nicht. Und auch noch extrem anfällig für andere Krankheiten, aber das ist normal bei Infektionen, dass man dann ein bisschen anfälliger wird. Und ich habe auch wieder so ein schönes Bläschen, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Krankheitsbläschen. Hat auch schon wieder eins Hallo gesagt. Jo, dann. So, jetzt sieht man bei der Stamina-Funktion ganz gut. Ich habe gerade ein Intervall gemacht. Der schwarze Bereich da oben, den habe ich gerade verloren. Und man sieht jetzt auch, ich lasse mir grafisch noch die Herzfrequenz anzeigen am Balken, beziehungsweise den aeroben, beziehungsweise den anaeroben Bereich. Lasse ich mir auch in Lifetime anzeigen oder in Echtzeit. Ihr könnt euch natürlich auch die Stamina-Funktion dann hier als eigenes Feld anzeigen lassen. Sie mir hier noch 90% meiner Reststamina habe ich noch vorhanden. Bei einer Pace von 17 Minuten, aber ich bin jetzt auch gerade am Gehen. Also ich gehe meistens nach den Intervallen so ein bisschen. Könnte ich jetzt bei aktueller Geschwindigkeit 13 Kilometer laufen. Das Gute bei dem HM-Brustgurt oder bei dem Pro-Gurt ist auch, dass wir hier oben zum Beispiel die Geschwindigkeit sehen, die Schrittfrequenz und die vertikale und horizontale Geschwindigkeit. Gut, jetzt bin ich jetzt gerade runter und so ist gerade losgelaufen. Dann kommen ja auch gleich die Daten in Echtzeit. Jetzt blendet es ein bisschen, Entschuldigung, sobald ich mich wieder bewege, kriegen wir auch dann die Werte übermittelt. Beziehungsweise auch dann die Grafik, was optimal ist. Also roter Bereich ist natürlich schlecht und so weiter hinten ist es umso besser. Das ist so quasi der Mehrwert, den ihr mit diesen Pro-Brustgurten habt. Boah, also die Sprints sind echt anstrengend. Warum mache ich Sprint? Also ich habe gestern vom Garmin täglichen Trainingsplan einen Sprint vorgeschlagen bekommen. Das waren irgendwie 4 oder 5 Sprints, 30 Sekunden, 3er Pace. Ich versuche es irgendwie hinzukriegen. Tatsächlich auch das ein bisschen so einzulegen. Also ich mache quasi den Plan von gestern. Heute wäre nur Basistraining 20 Minuten gewesen mit einer 6:40er Zeit. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich schon lange nicht mehr laufen war, also lange eine Woche. Und zumindest laufen. Knapp eine Woche jetzt her. Und zeitlich ging es leider nicht anders. Ja, und puh. Es ist anstrengend. Aber es soll es ja auch sein, ne? Ohne Anstrengung kommt man nicht voran. So, nächster Tag. Wir haben heute den 8. Mai, Sonntag. Ich komme die Woche einfach nicht so wirklich zum Laufen und ich habe wirklich echt Probleme, so ein bisschen hier die Motivation aufrechtzuerhalten bzw. den Schweinehund zu überwinden. Als ich Corona hatte, ist irgendwie ja, der Flow irgendwie kaputt. Und ja, es ist auch ein bisschen Zeitproblem momentan. Aber doch dennoch ja, liegt es auch ein bisschen an der Eigenmotivation, die lässt doch momentan so ein bisschen zu wünschen übrig. Und ich weiß nicht, wer das kennt, so, wenn es keine Gewohnheit ist, dann ist Überwindung und ja, es ist momentan so ein bisschen schwierig, sich da zu motivieren. Was mich jetzt gerade motiviert, ist tatsächlich hier die Polar Pacer Pro, weil ich will heute ein Video machen zur Navigation und wie ihr das halt gewohnt seid, habe ich jetzt wieder eine Strecke gemacht, so ein bisschen hügelig und auch so ein bisschen, ja, mit ein paar abbige Sachen, die vielleicht kritisch sein könnten. Aber ich bin da echt sehr zuversichtlich. Also die Critics Pro hat ja damals bei der grünen Navigation auch einen guten Eindruck gemacht. Ich denke, es wird eh nicht, oder ich hoffe, es wird so eh nicht sein. Aber das werden wir jetzt einfach per Video mal festhalten. Und dafür habe ich jetzt im Handy, also ich filme es meist mit dem Handy dann ab, weil einfach die GoPro jetzt nicht so die beste Qualität, was Nahaufnahmen angeht, hat.
weil sie doch eher darauf ausgelegt ist, so ein bisschen ja, die Ferne aufzunehmen. Ich hoffe, man kann mich so halbwegs gut verstehen. Es kommen schon wieder Autos, Zug und Wind. Aber ich würde sagen, dann starten wir einfach mal los. Ja, da war schon mal das Auto. Und ja, gucken einfach mal, was die Tour so bringt. Ja, ein Vorteil hat man, wenn man die Uhr ein bisschen testet, wenn man so ein bisschen im Hügeligen wohnt. Also wir sind hier, ich habe hier so ein paar so kleine Hügel, die haben immer so etwa 200 Höhenmeter, 140 Höhenmeter. Je nachdem, wie weit man hinten rausgeht, beziehungsweise hinten Milibokus, der ist dann nochmal ein bisschen höher. Ich weiß gar nicht, müsste ich mal nachschauen, wie der hoch ist. Sieht man, glaube ich, jetzt auch gar nicht so gut. Ja, und dort teste ich halt immer meine Uhr und dann laufe ich so ein bisschen die Weinberge hoch und runter. Ja, ich probiere auch immer Wege zu testen, die vielleicht jetzt nicht so offensichtlich sind. Ich möchte euch ja auch zeigen, ob das Ganze dann so ein bisschen im schwierigeren Terrain funktioniert. Beziehungsweise Komoot hat ja auch seine Tücken. Habe auch gerade schon einen Weg gehabt, den es nicht mehr gibt. Und ihr könnt das Ganze auch immer melden. Meldet es auch bitte an Komoot, dass ihr es verbessern könnt. Da macht ihr echt einen guten Bärendienst für die anderen. Und ich muss jetzt mal gucken, wie ich auf den Weg zurückkomme. Aber mir ist halt auch wichtig dann bei solchen Navigationstests, dass man das auch im Trail-Bereich nutzen kann. Aber in den meisten Fällen geht es auch. Es wird eher spannend, ob ich jetzt auf meinen Weg zurückkomme. Also manchmal frage ich mich echt, warum ich mir das eigentlich gebe. Ich laufe hier gerade 10% Steigung hoch. Das hat man zumindest meine Polaruhr und boah, so übel. Boah, also ich bin nichts mehr gewöhnt, echt unglaublich. Aber die Landschaft entschädigt mich ein bisschen. Einfach immer noch nicht fit. Seit ich Corona hatte, echt Probleme, unglaublich. Aber es wird sukzessive besser, das ist die Hauptsache. Da hinten habe ich es gleich geschafft. Boah. Das Gute ist, in der Kamera sieht es gar nicht so steil aus. Ja, neben der Pacer Pro, wo ich jetzt gerade ein Navigationsvideo mache, deswegen habe ich das Handy in der Hand, habe ich auch die Instinct 2 laufen als Navigation. Die gleiche Strecke, die gleich geplante Tour, alles gleich, Komoot synchronisiert, alles gleich. Und Polar gibt mir wirklich on top an jedem entscheidenden Punkt einen Abbiegehinweis, wirklich on top. Also heißt wirklich, du bist dort und dann kriegst du das Signal. Keine Verzögerung, alles supi. Bei der Garmin, bei der Instinct 2 immer noch das Problem, ich kriege manchmal gar keine Abbiegehinweise oder nur dann den dritten oder in 300 Metern, dabei kommt jetzt schon eine Kreuzung oder ja, eine Gabelung und das finde ich halt einfach mäh. Also die Strecke ist gut abgebildet, man kann es auch nachvollziehen, wo man hin muss, das ist nicht das Problem, aber halt die Hinweise kommen nicht immer. Und das stimmt mich doch ein bisschen negativ in dem Sinne, weil eigentlich die Quelle die gleiche ist, also Komoot ist die Quelle und die Uhren kriegen alle beide das synchronisiert über Komoot. Ich weiß nicht, was das Problem bei Garmin ist. Ich habe auch keinen großen Bock, da noch irgendwas umzustellen, wenn ich was synchronisiere und was geplant habe, möchte ich es dann bitte auf die Uhr haben und nicht noch bei Garmin Connector irgendwas nachplanen oder sowas. Es war mal besser, ich weiß nicht, was aktuell ist. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mal, dass die Uhr abgestürzt ist, aber das scheint wohl ein Garmin globales Problem zu sein. Das hatte ich bei der Phoenix und bei der Apex und bei der Venue und jetzt auch bei der Instinct. Alle ähnliche Softwareversionen, glaube ich, oder heißen gleich, weiß nicht. Auf jeden Fall haben die alle ähnliches Problem momentan, was darauf zu schließen lässt, dass einfach generell gerade irgendein Bug drin ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt es mal in die Kommentare. Ich hatte es jetzt nicht, dass ich es ständig habe, aber es kommt dann doch hin und wieder mal vor. Ja, für die Schlussworte habe ich jetzt noch einen tollen Fliederbusch gefunden. Ich bin jetzt echt kein Pflanzenfreak oder sowas, aber wenn was imposant ist, dann finde ich es wirklich interessant. Ein wunderschöner Fliederbusch, also hier komplett die ganze Straße lang. Bis da hinten runter. Ja, ich habe die Tour jetzt geschafft, 8,3 Kilometer. 140 Höhenmeter habe ich jetzt mit der Pacer Pro gemacht, beziehungsweise mit den anderen Uhren, die ich immer dabei habe. Wieder mein ganzes Uhrenklavier dabei hier, Weihnachtsbaum, Uhrenweihnachtsbaum, wie auch immer. Geplant habe ich jetzt auch noch Testvideos. Ich mache jetzt gerade, wie gesagt, hier für Pacer Pro das Navigationsvideo, weil ich das eigentlich immer bei jeder Uhr mache. Das kommt jetzt noch zur Ergänzung hinzu. Und dann steht eigentlich der Test der Instinct 2 an, beziehungsweise habe schon mal angefangen, ein Skript zu schreiben. Da gibt es ja auch hier und da ein paar Sachen. Eigentlich eine gute Uhr an sich. Die stürzt mir doch ständig ab, ich weiß nicht warum. Ich habe da ein bisschen Probleme, auch schon resettet und alles. Es hält sich noch in Grenzen, aber ja. Wie gesagt, da kommt ein Test dazu und ich bin eigentlich mit der Uhr sonst ganz zufrieden. Natürlich das Design natürlich sehr Geschmackssachen abhängig, aber dafür, wie sie aussieht. Also es ist halt, ja, geschrieben Casio Design, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Also der die alten Casio Uhren kennt, weiß, ja. Aber jetzt bin ich ein bisschen überwältigt, tut mir leid, die Sonne scheint mir gerade so ein bisschen rein.
Ja, aber sonst ist es eine Top-Uhr und ich werde die entsprechend dann hier auch mal den Test machen. Genau, was noch aussteht, ist auch der Solartest. Den habe ich schon gemacht, den muss ich noch schneiden. Also ich habe mal Phoenix 7 und die Solar Instinct 2 in die Sonne gelegt und einfach einen Test gemacht. Da warte ich noch auf den Schnitt. Und jetzt habe ich Gerücht gelesen, dass die Forerunner 255 oder Forerunner 955 erscheinen soll. Ich habe mal Garmin angeschrieben, falls das der Fall sein sollte, ob ich da wenigstens ein Review-Gerät erhalte. Das ist leider auch nicht immer gegeben und mal gucken, was sich da ergibt. Die hätte ich natürlich auch gerne, um hier auf dem Kanal zu zeigen. Dann steht noch ein Test aus für die Apex 2 und für die Phoenix. Beziehungsweise Phoenix habe ich schon so einen Neuerungstest gemacht, da fehlt auch die Apex 2 eigentlich, die will ich auf jeden Fall auch noch machen, nach dem Langzeittest. Es gibt zwar schon viele, aber ja, irgendwie der Vollständigkeit möchte ich es auch noch machen. So Tests sind halt echt immer aufwendig, weil ich versuche halt schon so Videos zu machen, wo dann auch ein bisschen was passiert und ich nicht die ganze Zeit vor der Kamera laber und ihr euch da langweilt. Ich will natürlich auch ein paar Sachen zeigen, die ich da erzähle und nicht nur, dass ich da Sachen erzähle, die nicht so stimmen. Wobei ich muss sagen, wenn dann Bugs auftreten, ich dann nicht immer schnell das Handy zur Hand habe, um das gleich zu zeigen. Das ist ein bisschen blöd und reproduzieren ist immer schwierig. Ich versuche es immer, aber es klappt leider nicht immer. Ja, falls ihr noch Anregungen, Kritik habt, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Beziehungsweise, ob euch der Blog überhaupt gefällt, ob ich das überhaupt weitermachen soll. Die Viewerzahlen halte ich so ein bisschen im Blick. Wenn es nicht markant mehr wird, muss ich mal schauen. Also momentan ist es noch ein Nebenprodukt. Und ja, schreibt es einfach mal rein, ob ich so weiterführen soll, ob ich vielleicht was anderes noch machen soll. Und ich verspreche auch damit, demnächst mal mehr von YouTube zu zeigen. Es war jetzt einfach zeitlich so ein bisschen knapp immer. Mit Kindern ins Bett bringen und dann die Restzeit gerade zu nutzen. Da kommt auf jeden Fall noch was. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich verlinke euch auch nochmal hier den Blog, die Playlist. Ansonsten danke für deine Zeit. Alles Gute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.